Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Now, Peter continues in chapter 5, which of course he didn't write a separate chapter, he just continues writing a letter. Nun fährt Petrus in Kapitel 5 fort, das er natürlich nicht als eigenes Kapitel geschrieben hat, sondern er schreibt einfach einen Brief weiter. Now, I encourage you as an elder Ich ermutige euch als ein Ältester, and eyewitness of the sufferings of Christ, als ein Augenzeuge der Leiden Christi and one who shares in the glory that is about to be unveiled. und als einer, der an der Herrlichkeit teilhat, die bald enthüllt werden wird. Look, Schau. first thing, the Apostle Peter, he doesn't call himself an apostle here. Zunächst einmal bezeichnet sich der Apostel Petrus hier nicht als Apostel. He calls himself an elder. Er nennt sich selbst einen Ältesten. Even though in the beginning of the letter he called himself an apostle, now he's changing the tone. Obwohl er sich am Anfang des Briefes noch als Apostel bezeichnet, ändert er jetzt den Ton. And I wonder Ich frage mich, if here he is thinking about what Jesus told him to take care of the sheep and take care of the lambs. ob er hier an Jesus denkt, der ihm sagte, er solle sich um die Schafe und um die Lämmer kümmern. You know, he's putting himself as one who actually cares for the people. Er stellt sich selbst als jemand dar, der sich wirklich um die Menschen kümmert. And I like that he doesn't come with the forceful language, but with the word encourage you. Es gefällt mir, dass er nicht mit einer aufdringlichen, strengen Sprache daherkommt, sondern mit der Aussage, ich ermutige euch. Because in reality, every leader is supposed to encourage. Denn im Grunde sollte jeder Leiter ermutigen. The word that he actually used here, when the Passion says, I encourage you, which I think is a great translation, Diese Wortwahl, wofür die Passion hier ich ermutige euch verwendet, was ich für eine sehr gute Übersetzung halte, it's the word that most Bible translate as I exhort you. übersetzen die meisten Bibeln mit ich ermahne euch. But unfortunately, the word exhort today, the meaning has changed completely. Aber leider hat sich die Bedeutung des Wortes ermahnen heute völlig geändert. Because if Peter would say, hey, I exhort you, most people would say, hey, listen, I'm telling you off, you better do this the way I tell you. Denn wenn Petrus hier sagen würde, hey, ich ermahne euch, würden die meisten Menschen Folgendes verstehen. Hört zu, ich ermahne euch, ihr sollt das besser so machen, wie ich es euch sage. But in the Greek, he does use that word. Aber im Griechischen benutzt er dieses Wort. But the word is the word parakaleo, Es ist das Wort parakaleo, which of course is the verb of the noun parakleto, das Verb des Nomen parakletos, which is used for the Holy Spirit, das für den Heiligen Geist verwendet wird, the one who comes on your side to actually encourage you. der dir zur Seite steht und dich ermutigt. So what Peter is saying, listen, I'm putting myself on your level and I'm trying to give you encouragement. Petrus sagt also Folgendes: Hört zu, ich stelle mich auf eure Ebene und versuche euch zu ermutigen. The leader who was so proud is now a leader who expresses the greatest humility. Der Leiter, der so stolz war, ist jetzt ein Leiter, der die größte Demut an den Tag legt. If the church would have more Peters like he was here when he wrote the letter, Wenn die Gemeinde mehr Menschen wie Petrus hätte, so wie er hier war, als er den Brief schrieb, I believe the church would be very different. würde die Gemeinde ganz anders aussehen. People who put themselves on that very same level as the people Menschen, die sich auf die gleiche Ebene der Menschen stellen and who come along the side to help them instead of staying on top of them to tell them what to do. und ihnen zur Seite stehen, um ihnen zu helfen, anstatt über ihnen zu stehen und ihnen zu sagen, was sie tun sollen. So, why is he encouraging them? Warum also ermutigt er sie? Well, before we answer the question, we need to ask, does he have another reason why he can do that? Bevor wir diese Frage beantworten, müssen wir fragen, hat er noch einen anderen Grund, warum er das tun könnte? He does. Den hat er. He says, I'm an eyewitness of the sufferings of Christ, Er sagt, ich bin ein Augenzeuge der Leiden Christi and one who shares in the glory that is about to be unveiled. und einer, der an der Herrlichkeit teilhat, die bald enthüllt werden wird. Now, we know what it means to be an eyewitness of Jesus, sufferings of Jesus Christ. He was there when Jesus suffered. Wir verstehen, was es bedeutet, ein Augenzeuge der Leiden Jesu Christi zu sein. Er war dabei, als Jesus litt. But when he's talking about that, he's also one who shares in the glory that is about to be unveiled. What does that mean? Aber was bedeutet es, wenn er davon spricht, dass er auch an der Herrlichkeit teilhat, die bald enthüllt werden wird?
That means that he knows he's about to come to the end of his life. Das bedeutet, dass er weiß, dass er bald am Ende seines Lebens angekommen sein wird. Because the glory unveiled in this context is the fulfillment of the gospel that he will actually be eternally with Jesus. Denn die Herrlichkeit, die enthüllt wird in diesem Zusammenhang, ist die Erfüllung des Evangeliums, dass er tatsächlich auf ewig bei Jesus sein wird. So, you see, the reason why Peter comes with such authority Petrus tritt mit solcher Autorität auf, is because he is the one who understands weil er versteht, that I'm about to finish my life here on earth and be with Jesus forever. ich bin dabei, mein Leben zu beenden, um für immer bei Jesus zu sein. I've seen how much he suffered. Ich habe gesehen, wie sehr er gelitten hat. I know and experienced the gospel. Ich kenne das Evangelium und habe das Evangelium erlebt. I'm about going to heaven. Ich werde bald in den Himmel gehen. So guys, let me encourage you, please pay attention to what I'm telling you now. Deshalb, Leute, lasst mich euch ermutigen, auf das zu hören, was ich euch jetzt sage. And in the next sentence, he makes it clear. Im nächsten Satz macht er das ganz deutlich. He says, I urge my fellow elders among you. Er sagt, ich fordere meine Mitältesten unter euch auf. So isn't it interesting? He's talking to the church, but now he's changing. He's talking to the actual leaders of the church. Ist es nicht interessant, dass er sich zuerst an die Gemeinde wendet, aber jetzt wechselt er zu den eigentlichen Leitern der Gemeinde? Obviously, they were part of the church. Offensichtlich waren sie Teil der Gemeinde. Look what he's urging them to actually do. Schau, was er ihnen nahelegt. To be compassionate shepherds who tenderly care for God's flock Barmherzige Hirten zu sein, die sich liebevoll um Gottes Herde kümmern and feed them well. und sie gut versorgen. I mean, I can't prove it, Ich kann es nicht beweisen, but I'm sure that when he's writing that, he's thinking about the conversation that's written in the Gospel of John. aber ich bin mir sicher, dass er beim Schreiben an das Gespräch dachte, das im Johannesevangelium niedergeschrieben ist. He failed. Er hat versagt, He was an eyewitness of the suffering of Christ. er war Augenzeuge des Leidens Christi, He denied Jesus in his most difficult moment, er hat Jesus in seinem schwersten Moment verleugnet, found redemption, which is about to be revealed now, er hat Erlösung gefunden, die jetzt offenbart werden soll. and then he must have remembered Dann muss er sich daran erinnert haben, that Jesus took him aside and said, als Jesus ihn zur Seite nahm und sagte, Peter, I want you to care and I want you to feed the flock. Petrus, ich will, dass du dich um die Herde kümmerst und ich will, dass du für die Herde sorgst. And he uses the same two words. Er benutzt hier dieselben zwei Worte. He said, leaders, I need you to be compassionate shepherds who tenderly care for and feed the flock of God. Er sagt, Leiter, ich brauche euch als barmherzige Hirten, die sich liebevoll um die Herde Gottes kümmern und sie versorgen. No leader who uses the flock for his own ministry is acting in the heart of Jesus. Kein Leiter, der die Herde für seinen eigenen Dienst benutzt, handelt nach dem Herzen Jesu. A leader who puts it the higher priority to feed himself than to feed the flock is not acting in the heart of Jesus. Ein Leiter, dessen oberste Priorität darin besteht, sich selbst zu versorgen, anstatt sich um die Herde zu kümmern, handelt nicht nach dem Herzen Jesu. This is enough material for a leader to learn to be a great leader. Das ist genug Anschauungsmaterial für einen Leiter, um zu lernen, ein großartiger Leiter zu sein. See you guys tomorrow. Wir sehen uns morgen.